Hallöchen ihr Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder vorbeischaut. Heute gibt es ein komplettes airfryer Menü, eine saftige Hackbratenrolle mit cremigem Feta und dazu von innen weiche und von außen knusprige Kartoffelecken. Das Beste ist, alles wird gleichzeitig gegart. Es ist einfach zu machen und schmeckt super lecker. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Für die Hackbratenrolle haben wir gemischtes Hackfleisch, Zwiebel. Die Zwiebel habe ich hier richtig fein gehackt. Wir brauchen noch Paniermehl, Senf, Knoblauchzehe, Ei. Für die Füllung haben wir hier Feta und Frühlingszwiebel. Man kann auch Petersilie dazu nehmen, Kartoffeln für die Kartoffelspalten und ich nehme die gleichen Gewürze für beides. Wir haben hier Pfeffer, Paprikapulver, Salz und Knoblauchpulver. Und was wir noch brauchen ist Olivenöl. Die Mengenangaben findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und wir starten mit den Kartoffelecken. Die Kartoffel habe ich schon gründlich gewaschen, trocken getupft und jetzt werden sie in Spalten geschnitten. Wie ihr schon gesehen habt, ich habe die Schale dran gelassen. Jetzt würzen wir die Kartoffelecken mit Salz, Paprikapulver, Knoblauchpulver, Pfeffer, ein bisschen Olivenöl zufügen. Alles gut vermengen, damit jede Kartoffelecke gut gewürzt ist. Die Kartoffelecken sind jetzt gut gewürzt. Die kommen erstmal zur Seite und ich kümmere mich jetzt um den Hackbraten. In einer Schüssel haben wir das Hackfleisch. Wir würzen es mit Pfeffer, Paprikapulver, Salz. Senf wird noch zugefügt, die gehackte Zwiebel, das Ei, Paniermehl und die 2 Knoblauchzehe werden reingepresst. Auch hier werden die Zutaten gut vermischt. Die Hackmasse ist jetzt auch fertig. Ich muss nur noch die Frühlingszwiebel fein hacken. Und den Feta-Käse zerbröseln. Die Hackmasse verteilen wir auf Backpapier. Dann verteilen wir den Feta-Käse obendrauf. Und die gehackten Frühlingszwiebeln darüber streuen. Dann alles fest zu einer Rolle einwickeln. Wenn man das Backpapier zur Hilfe nimmt, dann geht das relativ einfach. Die Seiten kleben wir zusammen, dass nichts rauskommt. Die wunderbare Hackbratenrolle kommt jetzt in den Korb von dem Airfryer rein. Den Hackbraten habe ich auf dem Gitter hingelegt
Somit kann das Fett abtropfen und der Hackbraten muss nicht im Fett schwimmen. Wir werden jetzt mit Olivenöl leicht bepinseln, damit wir eine knusprige Oberfläche haben, richtig goldbraun. Nun kommt die Kosori-Tau im Einsatz. Unten kommt der Hackbraten hinein und oben verteilen wir die Kartoffelspalten. Jetzt werden wir nur noch die Zeit und die Temperatur eingeben und synchronisieren. Oben machen wir 180 Grad, Airfryer, etwa 20 Minuten. Und unten machen wir Backen, etwa 180 auch, 25 Minuten. So, und dann synchronisieren wir das alles und starten. In der Zeit, wo alles gegart wird, kümmere ich mich um meinen Salat und Dip. Die werden richtig schnell gemacht. Für den Salat habe ich Datteln, Cherry, Tomaten. Die habe ich schon gewaschen und die werden halbiert. Ein paar Frühlingszwiebeln zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen. Wir brauchen noch Essig und Olivenöl und fertig ist der Salat. Für den Dip brauchen wir auch nicht viele Zutaten. Ich habe hier Schmand. Dann füge ich auch ein paar Frühlingszwiebeln zu. Ein Teelöffel von meinem Knoblauchwasser. Pfeffer und Salz. Und ich füge noch den Saft von einer Scheibe Zitrone zu. Gut vermengen. Tudelülü, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt gucken wir rein. Wir fangen oben an. Die Kartoffelspalten, wow! Und jetzt nehmen wir den Hackbraten raus. Wow! Nun haben wir alles soweit fertig und jetzt freue ich mich, den Teller anzurichten. Ich werde jetzt mal den Braten rausnehmen und dann in Scheiben schneiden. Guckt euch das an. Sieht wunderschön aus. Et voilà, guckt euch dieses wunderbare Menü an. Der Hackbraten mit den Kartoffeln, das ist richtig aromatisch, lecker, es duftet wunderbar und mit dem Käse mittendrin sieht auch richtig hübsch aus. Man kann den Käse mit gekochten Eier ersetzen, dann haben wir den sogenannten Faschenhase. Das ist ein Gericht, was man toll für den Weihnachtstisch zubereiten kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich sehr über eure Kommentare freuen. An dieser Stelle wünsche ich euch schöne Feiertage, feiert schön mit euren Lieben, bleibt gesund und ich hoffe, euch hier bei dem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Eure Tati. Tschüssi!